Es ist mein erster Tag hier wieder an der Börse. Sie bereitet sich vor und nutzt hier mein Handy als Spiegel nochmal, um den Haarschnitt richtig zu prüfen. Das muss ich Gott sei Dank nicht mehr tun, denn ich bin da, was das angeht, schon fertig. Zumindest mal heute hier in der Sendung. Sie sehen es hier im Hintergrund. World Markets hier an der Tokyo Stock Exchange. Es ist wieder cold and dark hier. Natürlich hier schon alles zu. Es ist logisch. Hier ist es ja schon, wie viel Uhr haben wir es jetzt? 9:15 abends. Das heißt, hier wird sich vorbereitet auf die Show, die jetzt gleich hier, im Vorfeld der US-Börse stattfindet. Natürlich das europäische Bild noch mit betrachtet. Und da werde ich jetzt gleich auch meinen Senf dazugeben. Ich weiß noch nicht genau, was ich sagen soll, denn der Markt, der ist noch nicht so richtig entschieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben heute im Trade des Tages dementsprechend was rausgesucht auf den Nasdaq. Und der hat eine aus meiner Sicht ganz tolle Situation, nämlich eine: beides geht, bereitet euch mal vor. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben hier einen Trade für Sie mal auch mit Marken unterlegt, wie wir in diese Situation eben reingehen würden, wenn er denn das eine oder das andere macht. Was er tut, das werden wir noch abwarten müssen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn er es tut, dann wollen wir eben damit dabei sein. So ähnlich wie das hoffentlich der ein oder andere bei Silber eben, Gold war es, bei Gold eben tatsächlich dann gesehen hat und auch hoffentlich mitmachen konnte. So, aber ich will gar nicht so viel quatschen, denn heute ist ja wieder Mittwoch und deshalb ist Shimizu-san hinter mir und genau den werde ich jetzt mal fragen, was er denn weiß, denn er ist immer sehr, sehr gut informiert und deshalb sollten wir ihn auf jeden Fall zu Wort kommen lassen. Shimizu-san, let us know what is most important for today. Well, this Wednesday we have I was going to talk about the minutes from the last FOMC. Which was held the last part of January. That was the last meeting that Chair Yellen chaired, and it didn't really do anything. But one thing was that on the statement, and that came right after the FOMC meeting, I indicated that they were thinking they admit the evidence of inflation pressure, and they said the further rate hike increases, and the further was replacement from a previous statement which was moderate, and if moderate was 3 times a year, further maybe 4 times a year. We'll find out today. And dollar is really strengthening at this very moment. Some people say the U.S. stock goes down, dollar goes higher because people are getting out of the U.S. into Europe or Asia. And so that makes a dollar higher when the U.S. stock falls down. Now, we have, I just have a euro dollar. Euro dollar earlier this week broke 125 to 124 and trading 123s. Now I have 123.02. It's going to break 123. Really? Just the tip of the iceberg. Okay, so that's where we are, and then that might be affected by the minute that comes out tonight in the New York afternoon. Watch out. Have a good day. Thanks a lot. Arigato gozaimasu. Shimizu-san, ich werde das nochmal übersetzen für all diejenigen, die es nicht übersetzen konnten schon selbst. Seien Sie mir nicht böse, dass ich nicht alle Marken mehr weiß. Aber ganz wichtig wird mit Sicherheit natürlich sein, die Fed Minutes, nämlich das Protokoll zur letzten Sitzung. Da hatte nämlich noch Yellen tatsächlich das Heft in der Hand und bis dato ging es immer noch, dass man davon ausging, vielleicht gibt es 3 Zinsanhebungen. Jetzt allerdings durch das geänderte Wording möglicherweise, wir werden das jetzt vielleicht mitkriegen, sieht es ein wenig nach 4 Anstiegen aus, so meint zumindest mal Shimizu-san. Das ist das, was der Markt zumindest mal jetzt so zu verdauen hat, zu beißen hat und wir werden sehen, wie er darauf dann reagiert und ob wir in diesen Minutes, die heute veröffentlicht werden, dann eine zusätzliche Information dazu haben. Inflationsdruck ist tatsächlich ein Thema und dementsprechend, so sieht es die Fed, muss da wohl auch drauf reagiert werden. Wir werden es sehen, spannend bleiben die Märkte auf jeden Fall. Ansonsten hat er nochmal gesagt, einfach mal einen Blick werfen auf Euro gegen US-Dollar. Das sieht im Moment ganz spannend aus, nämlich mit den schwachen Märkten wird der Dollar ein wenig stärker und dementsprechend Euro gegen US-Dollar ist nach unten gegangen. Wie geht das, wenn der stärker wird? Warum fällt es runter? Naja, klar, wenn der Dollar stärker wird, brauchen Sie weniger Dollar für einen Euro und dementsprechend die Bewegung eben hier im Chart nach unten. Vielleicht kann man sich das mal angucken. Er sagte, the tip of the iceberg, möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Wir werden es sehen.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es erkennen, wenn es denn soweit ist. Aber ich empfehle Ihnen auf jeden Fall mal auf die Märkte da drauf zu gucken. Wie gesagt, den Trade des Tages, den empfehle ich Ihnen natürlich immer auch noch. Gucken Sie einfach drauf. Und wenn Sie heute schon gesehen haben, freuen Sie sich mit mir auf morgen. Denn da geht das ganze Jahr wieder von vorne los. Ihnen alles Gute für heute und Happy Trading. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.